Bayern News und Bundesliga Insights. Willkommen bei Bayern News und Liga Insider. Wir schauen auf die aktuellen Problemkinder Upamecano, Tell und Kane, die teilweise nicht einmal an den Länderspielen teilnehmen werden. Dann spricht Müller über die aktuelle Bayern-Kritik und kontert die Aussagen von Michael Ballack. Dann schauen wir auf die Stimmen im Internet, denn die Kritik an Companys Spielweise wird immer größer und hier blicken wir auf ganz gezielte Kommentare. Zum Abschluss geben wir ein Update zur aktuellen Verletzung von Jamal Musiala und wie der Comeback-Plan von ihm aussieht. Lasst gern jetzt schon ein Like da, kommentiert das Video und vergesst nicht zu abonnieren, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Wir bedanken uns und starten in die aktuelle Folge. Bleibt dran! Die Verletzungssorgen beim FC Bayern München nehmen kein Ende. Nach dem 3:3 Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt gibt es gleich 3 angeschlagene Spieler, die den Bayern vorerst fehlen werden. Upamecano, Mathys Tel und möglicherweise Harry Kane. Upamecano, der in der 90. Minute mit Oberschenkelproblem ausgewechselt wurde, hat sich laut Berichten von Sky einen leichten Muskelfaserriss zugezogen. Die Verletzungen zwingen ihn dazu, die kommenden Länderspiele für Frankreich in der Nations League ausfallen zu lassen. Es besteht jedoch Hoffnung, dass er zum Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart wieder fit ist. Auch Mathys Tel wird den Bayern mindestens 2 Wochen fehlen. Der 19-jährige Angreifer hat sich eine Mikrofraktur in der Schulter zugezogen, die ihn daran hindert, zur französischen U21-Nationalmannschaft zu reisen. Wie auch bei Upamecano rechnet man mit einer kurzen Ausfallzeit, sodass Tel bald wieder einsatzbereit sein könnte. Besonders besorgniserregend ist die Situation um Harry Kane. Der Topstürmer der Bayern klagte während des Spiels über Oberschenkelprobleme und musste in der 72. Minute ausgewechselt werden. Auch wenn bisher keine genauere Diagnose vorliegt, könnten die Bayern in den kommenden Wochen dringend auf einen fitten Tell angewiesen sein. Mit diesen Verletzungen werden die kommenden Wochen für den FC Bayern eine Herausforderung, besonders im Hinblick auf die Doppelbelastung durch Bundesliga und Champions League. Nach dem enttäuschenden 3:3 gegen Eintracht Frankfurt zeigte sich Thomas Müller unbeeindruckt von den aufkommenden Krisengerüchten rund um den FC Bayern München. Trotz 3 sieglosen Spielen in Folge verteidigte der Bayern-Routinier die Leistung seines Teams und stellte sich nach der Partie bei The Zone selbstbewusst den kritischen Stimmen, insbesondere den Aussagen von TV-Experte Michael Ballack. Dieser hatte die riskante Spielweise der Bayern hinterfragt, doch Müller konterte schlagfertig. Was sollen wir denn anders machen? Er betonte, dass die Mannschaft trotz des Rückschlags die Partie in den meisten Fällen gewonnen hätte. Wenn wir dieses Spiel 15 Mal genauso spielen würden, dann würden wir es 13 Mal gewinnen. Müller fand die Leistung seiner Mannschaft beeindruckend und erklärte weiter, es war ein Genuss, wie wir sie eingeschnürt haben. Er sieht die aktuelle Situation nicht als echte Krise an, sondern zeigt sich sogar optimistisch. Wir haben jetzt 3-mal nicht gewonnen, aber in dieser Krise befinde ich mich sehr gerne. Auch Trainer Vincent Kompany blieb gelassen. Trotz des frustrierenden Ergebnisses lobte er die Mannschaft und betonte, dass die Leistung der Bayern auf einem außergewöhnlichen hohen Niveau sei. Lasst uns ruhig bleiben, das war eine tolle Leistung. Was diese Mannschaft momentan leistet, ist nicht normal, so Kompany. Der FC Bayern bleibt trotz der 3 sieglosen Spiele weiterhin Tabellenführer der Bundesliga mit 14 Punkten vor RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Schauen wir noch auf ein paar Stimmen aus dem Internet, denn die Kritik an der Art und Weise, wie Kompany Fußball spielen lässt, wird immer größer. Nach dem spektakulären 3:3 gegen Eintracht Frankfurt werden die Stimmen im Netz immer lauter. Unter anderem wird geschrieben, das Kompany-System ist ein komplettes System. Absoluter Irrsinn. Des Weiteren schreiben die Leute, wenn du in der 93. Minute gegen so eine unfassbar starke Kontermannschaft bei 3:2 Führung so offen stehst, hast du nichts anderes verdient. Wie vorher schon gesagt, Kompany muss sein System gegen gute Gegner anpassen. Zum 3. Mal in Folge geht es nicht gut. Des Weiteren wurde geschrieben, der ganze geile Offensivfußball bringt halt gar nichts, wenn wir erstens nicht mehr Tore aus dieser Dominanz machen und zweitens immer so einfache Gegentore durch simpelste Konter fangen. So wird's gegen jedes Team schwer, das nur 1 bis 2 torgefährliche Offensive hat. Unter anderem wurde noch geschrieben, wie bitter, was nützen einem 76% Ballbesitz und 16 Torschüsse, wenn der Gegner aus 4 Schüssen 3 Treffer macht, wie schon gegen Leverkusen. Ein offensives Spektakel ist gut und schön, aber hinten muss es auch passen. Gegen Real gibt es sonst direkt 6 Buden. Dann gab es noch das Kommentar, Kompany hat in diesem Spiel absolut versagt. 2 Kontertore und er will immer noch hochstehen und das 3. Kontertor kassieren. Absolute Nullnummer. Zuletzt wurde noch geschrieben, war mit Ansage. Du kannst hinten nicht offen stehen wie ein Scheunentor in der Nachspielzeit, wenn du führst. Was jetzt, Kompany? 3 Topspiele, 2 Remis, 1 Niederlage.
Offensive gewinnt Spiele, aber die Defensive gewinnt die Meisterschaft. Und die Defensive war bei uns nicht vorhanden, nicht einmal in der Nachspielzeit, obwohl wir geführt haben. Ja, die Stimmen im Netz sind natürlich absolut nachvollziehbar. Schreibt ihr also gern eure Meinung zu diesem Spektakel einmal in die Kommentare. Dann schauen wir auf ein Update zu Jamal Musiala. Musiala arbeitet nach seiner Hüftverletzung intensiv an seiner Rückkehr auf den Platz. Der Bayern-Star verpasste das 3:3 gegen Eintracht Frankfurt aufgrund einer Hüftprellung, die ihm schon seit längerer Zeit Probleme bereitet. Um eine Verschlimmerung der Verletzung zu vermeiden, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Musiala vorsorglich für die anstehenden Nations-League-Spiele gegen Bosnien und die Niederlande aus dem deutschen Kader gestrichen. Ein klarer Comeback-Plan für Musiala ist inzwischen festgelegt. Laut der Abendzeitung München konzentriert sich die medizinische Abteilung des FC Bayern darauf, die Schwellung an seiner Hüfte vollständig zu beseitigen. Wenn alles nach Plan läuft, soll Musiala nach der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Besonders erfreulich für den FC Bayern. Musiala wird voraussichtlich rechtzeitig für die wichtigen Spiele gegen den VfB Stuttgart und in der Champions League gegen den FC Barcelona am 23.10. wieder zur Verfügung stehen. Bayern-Trainer Vincent Kompany zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung, Musiala während der Länderspielpause zu schonen und ihn vollständig fit zu machen. Ein langfristiger Ausfall scheint somit nicht mehr im Raum zu stehen. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden. Das war's bis zu diesem Zeitpunkt mit den aktuellen News. Hinterlasst ein Like, Kommentar und ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bayern News und Bundesliga Insights.